Du, Andreas, in unserer... Hi, ich bin Antonia. Und ich bin Andreas. Antonia, lass uns doch noch mal zurückkommen auf das Szenario mit den Agenturen. Wenn wir ein Projekt haben mit externen Projektpartnern bei den Agenturen, wie läuft denn da die Kommunikation? Also Andreas, jedenfalls nicht via E-Mail. Tatsächlich können wir das auch ganz einfach in Teams machen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier unseren Modern Workplace Marketing Kanal, beziehungsweise unser Team. Und da möchte ich gerne jetzt auch externe Partner einladen. Okay. Dafür klicke ich auf diese 3 Punkte, auf Mitglied hinzufügen. Und hier tippe ich jetzt tatsächlich einfach die E-Mail-Adresse ein. Okay. Das heißt, ich brauche nur die E-Mail-Adresse von dem Externen? Ja, tatsächlich brauche ich die nur. Und was jetzt passiert ist, Alfred in diesem Zusammenhang bekommt eine E-Mail mit einem Link und kann dann direkt in unser Team kommen. Okay, und was bedeutet dieses Gast in Klammern? Daran sehe ich einfach immer, dass es nur ein Gastzugang ist. Und das Schöne ist, Alfred hat Zugang zu all unseren Kanälen, außer natürlich, sie sind privat geschützt, wie wir es auch schon gesehen haben. Okay. Also Zusammenarbeit mit externen Projektpartnern, wahnsinnig einfach in Teams gelöst. Wahnsinnig einfach. Perfekt. Weitere Funktionen zu Microsoft Teams gibt es in den anderen Videos.